Also ich bin Mai, ich bin 26 Jahre alt und ich bin Grafikdesignerin bzw. Illustratorin. Ich habe damals schon, als ich 4 Jahre alt war, angefangen zu zeichnen. Und das hat mir damals schon sehr großen Spaß gemacht und ich habe überlegt, okay, was kannst du tun, damit du das für den Rest deines Lebens machen kannst, damit du im Prinzip nie wieder einen einzigen Tag in deinem Leben arbeiten musst. Und das hat sich dann eigentlich immer durch mein gesamtes Leben hingezogen bis jetzt. Und ich habe dann auch später, nach meinem Abi, mich dafür entschieden, Grafikdesign zu studieren. Und habe dann auch als Schwerpunkt Illustration gewählt. Parallel zu meinem Studium hatte ich eigentlich schon Jobs so, und auch während der Schule. Und ich habe immer, also es gab immer ein Gefühl in mir, das mir gesagt hat, okay, das fühlt sich halt nicht richtig an. Du brauchst halt die Kohle irgendwo. Als Student arbeitet man, das ist normal, auch heutzutage. Und so ging es mir natürlich nicht anders. Und deshalb habe ich immer wieder gearbeitet. Ich hatte verschiedene Jobs, auch in verschiedenen Branchen. Und dann nach meinem Studium habe ich überlegt, okay, da muss doch irgendwie mehr sein. Und ich habe einfach für mich gemerkt, Selbstständigkeit ist eigentlich der einzige Weg für mich, glücklich zu werden. So, und Angestelltenverhältnis, das ist super, wenn das alle Leute machen. Ne? Also für die, die es klappt, ist echt mega nice. Aber für mich habe ich gemerkt, das ist nicht so das Gelbe vom Ei. Und deshalb habe ich mich dafür entschieden, selbstständig zu sein. Also mir macht es sehr großen Spaß, allgemein zu zeichnen. Es macht auch wahnsinnig Spaß zu sehen, wie meine Zeichnungen auf die Menschen wirken. Also es ist ja immer so, wie soll ich sagen, das, was du machst und wie du auf andere wirkst, da entsteht so eine Magie. Und jedes Mal, wenn ich zum Beispiel auf Kreativmärkten bin, dann gucken mir ganz viele Leute zu. Ich weiß von anderen Künstlern, ich könnte das niemals, wenn mir Leute zugucken, das geht nicht, aber für mich, ich hatte damals während meines Studiums auch schon Manga-Zeichenkurse gegeben und deshalb war das für mich keine Neuheit. Also ich bin im Prinzip damit auch so halb groß geworden, dass mir Leute zugucken. Das fasziniert mich sehr, auf einem leeren Blatt Papier etwas komplett Neues zu erschaffen, wo du weißt, das ist deins, das hast du gemacht, das hat niemand anders für dich gemacht. Und klar, irgendwo ist es doch eine Compilation, eine Art Zusammensetzung vieler Gedanken, die du halt über die Jahre gesammelt hast. Aber trotzdem ist es halt deins und ja, also es fasziniert mich einfach sehr, dass ich in der Lage bin, etwas zu schaffen, was andere Leute glücklich machen kann. Also wenn ich auf Kreativmärkten sitze, dann sollen die anderen Leute die Möglichkeit bekommen, mir halt zuzugucken, wenn ich zeichne. Und deshalb sollte ich nicht scheu sein oder ich sollte nicht denken, okay, das ist jetzt so für mich. Man sollte auf jeden Fall offen sein. Man sollte, wenn man es kann, auch schnell zeichnen können. Und das ist irgendwo auch mein USP, da bin ich ganz stolz darauf. Und für die Leute, die das halt nicht machen können, klar, dann seid ihr auch Künstler, aber einer anderen Art. So. Und das muss man auf jeden Fall auch akzeptieren, ist ja auch normal. Die Herausforderung ist die, dass viele Leute, besonders bei Kreativmärkten, ganz, ganz lange warten müssen. Denn ein Bild zu kreieren, das braucht natürlich Zeit. Und manchmal, wenn die Leute halt stehen, dann bürgert sich irgendwie langsam diese Mentalität ein, okay, ich warte so, das ist so, als ob, keine Ahnung, man im Erlebnispark steht und dann wartet man auf ein großes Erlebnis, auf die Achterbahn sozusagen. Und eben damit umzugehen und den Leuten auch diese Dankbarkeit gegenüberzubringen, hey, danke, dass ihr wartet und danke, das ist halt nicht selbstverständlich. Das ist für mich die große Herausforderung. Also nicht selber irgendwie aufzuflippen, weil ich denke, oh nee, die Leute, die lassen sich jetzt, also die nehmen sich extra die Zeit dafür und ich mache mich selber da sehr hibbelig, das weiß ich. Aber ich denke, man sollte Ruhe bewahren und ich sag mal so, 99% aller Leute, die sich von mir zeichnen lassen, die wissen, was sie bekommen und die sind dann am Ende auch mega glücklich damit. Und das macht mich wiederum glücklich und ich hatte noch nie jemanden, der mich irgendwie, weiß nicht, der gestänkert hat oder sich beschwert hat oder so. Also höchstens mal so ein paar blöde Gesichter, aber nein. Es war nicht ein Problem, sondern eher ein Konflikt meinerseits. Nämlich die Entscheidung zu treffen, ich will selbstständig werden. Genau, also ich wusste, in meiner Familie gibt es halt auch ganz viele selbstständige Leute und durch die habe ich gesehen, das kann Erfolg haben und das kann auf jeden Fall was werden, deshalb bin ich es angegangen. Also erstmal zu entscheiden, du machst das und diese Entscheidung ist bereits die halbe Miete und wenn man sich dann bereits entschieden hat, dann muss man dranbleiben. Also als Selbstständiger musst du immer was machen. Man ist nicht umsonst selbst und ständig am Ball. Und das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Ansonsten einfach dein Ding machen und weitermachen, auf jeden Fall.
Und wenn du dich nicht mit Steuersachen auskennst, dann such dir einen Steuerberater. Also in naher Zukunft kann ich sagen, dass ich auf jeden Fall noch weiterhin Doodles zeichnen möchte und auch weiterhin auf Kreativmärkten noch mehr Leute zeichnen möchte. Wie das in 5 Jahren aussieht oder in 10 Jahren, das kann ich jetzt noch nicht sagen, aber ich kann auf jeden Fall versichern, dass ich immer noch irgendwas Kreatives machen werde. Und ich werde definitiv noch selbstständig sein. Definitiv. Ja. Welche Hürden es dazu gibt? Also eigentlich denke ich nicht, dass es Hürden in dem Sinne sind, sondern eher Herausforderungen, an denen man wachsen kann. Und vor Herausforderungen habe ich keine Angst. Also ich habe sowieso keine Angst im Leben, ich bin da sehr furchtlos. Ich habe auch keine Angst vor Spinnen. Also ich habe allgemein keine Angst. Das hat damals schon im Studium begonnen, dass ich mir darüber Gedanken gemacht habe. Ich hatte zum Glück richtig gute Dozenten an meiner Uni und die habe ich auch schon so in den letzten Zügen meines Studiums halt ausgefragt. Ne? Wie seid ihr rangegangen, was habt ihr gemacht, wie viel verlangt ihr? Und es waren so astronomische Zahlen und für mich als Absolvent war das ein No-Go. Also sowas, ich würde mir selber niemals so viel zahlen. Die Preiskalkulation ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiges Thema im Selbstständigsein. Ich bin das alles eigentlich sehr pragmatisch angegangen. Also ich bin auf meinem allerersten Kreativmarkt gewesen und habe dann relativ wenig Geld genommen für ein Bild. Und nachdem ich erkannt habe, okay, viele Leute möchten ein Produkt von mir haben, da musst du natürlich deine Preise ein bisschen aufstocken. Das waren dann immer so ganz kleine Schritte, die ich nach oben gegangen bin, also halt 1, 2 Euro. Und mittlerweile, wenn ich zurückblicke, also in den letzten 2 Jahren, bin ich auf 7, 8 Euro hochgegangen. Und das ist vollkommen okay. Also ich weiß, dass mein Produkt etwas ist, was man nicht zum Leben braucht in dem Sinne. Es ist halt ein Luxusprodukt, aber die Menschen, die geben sehr gerne Geld dafür aus. Und da musst du auch wissen, wie dein Klientel tickt und was du dir leisten kannst und was du dir vielleicht nicht leisten kannst. Und wenn du deine Preise zu tief ansetzt, dann werden sehr viele Leute auf dich zukommen, die dann etwas von dir wollen. Wenn du deine Preise allerdings zu hoch setzt, dann werden nicht mehr so viele kommen. Aber da weißt du, okay, die kommen werden, die geben das auch gerne aus. So, und ich denke, das ist auch gut, vielleicht ein Mittelmaß für sich zu finden, weil es ist immer besser, sich ein bisschen zu tief zu setzen, als vielleicht zu hoch. Weil wenn du erstmal zum Beispiel 50 Euro die Stunde kostest und dann wieder tiefer gehst, also das ist wirtschaftlich nicht so schlau. Also wenn du relativ günstig bist, so, dann hast du immer die Luft nach oben, dass du halt teurer werden kannst. Und das ist ja auch dein gutes Recht. So, ne? Also wenn dein Kundenstamm halt wächst, dann darfst du auch sagen, hey, jetzt wollen mehr Leute was von mir, meine Zeit wird dementsprechend auch wertvoller. Und das muss sich ja alles auch am Ende für dich rentieren. Ich weiß nicht genau, ob ich einen einzigen schönsten Moment habe. Ich glaube, es gibt einfach viel zu viele. Zum Beispiel bei meinem letzten Kreativmarkt ich glaube, das war in Regensburg. Da habe ich eine Vierergruppe gemalt, also es waren halt 4 Freunde und eine davon, die war halt so begeistert davon, die hat echt angefangen zu weinen. Und da dachte ich, oh krass. Also ich denke selber nie darüber nach, was meine Bilder halt bei anderen auslösen können. Voll paradox eigentlich, weil wenn ich zum Beispiel andere Bilder sehe von anderen Künstlern, das bewegt halt so viel in mir. Ich habe noch nie geweint oder so wegen einem Bild, aber Menschen sind halt verschieden. So. Und wenn ich sehe, als ich dann gesehen habe, dass sie richtig angefangen hat zu weinen, ich habe sie halt so in den Arm genommen und habe gesagt, oh, danke. Also es ist echt voll die schöne Geste. So. Da gab es zum Beispiel noch eine andere Erfahrung, die ich machen durfte. In Berlin war das. Da habe ich auch einmal in einem ganz großen Einkaufszentrum für eine Woche gezeichnet. Da gab es auch eine ältere Dame, die kam am ersten Tag der Woche zu mir und die hat sich halt zeichnen lassen. Und dann habe ich ihr das überreicht und sie hat sich übertriebenst bei mir bedankt. Also so, danke, das machen Sie so toll und machen Sie mal weiter, gehen Sie Ihren Weg. Und der Knaller war, am nächsten Tag kam sie nochmal und hat sich nochmal zeichnen lassen. Und sie hat halt gemeint, ja, es ist doch eine schöne Momentaufnahme und so weiter und ich unterstütze Sie total, machen Sie das. Und das hat mich fast zum Weinen gebracht. Fast. Ja, und ich glaube, das sind auch so diese schönen alltäglichen Sachen, die mich so beglücken. Also wenn ich weiß, ey, da hat gerade jemand was bei mir bestellt. Das heißt, diese Person, die hat sich aktiv dafür entschieden, ein Bild von mir sich halt zeichnen zu lassen.
Und ich bin wirklich super dankbar für jede Bestellung, einfach für die Leute, die sich dafür entscheiden, das zu machen. Weil ich finde, manchmal beschweren sich die Menschen zu viel. Und manchmal gibt es auch gar keinen Grund. Also manchmal gibt es nicht mal einen Grund, sich zu beschweren. Genau, und ich denke, wenn man dankbar ist, dann ist alles in Ordnung.